Willkommen alle zusammen. In diesem Video reden wir nicht nur über Deutsch. Wir helfen dir bei deinem schwersten Problem, dem Sprechen auf Deutsch. Und am Ende dieses Videos wirst du in den Spiegel sehen und sagen, ja, jetzt kann ich Deutsch sprechen. Jetzt verstehe ich. Also hör bis zum Ende zu. Lass mich dich etwas fragen. Wie viele Stunden hast du schon mit Deutschlern-Videos verbracht? Wie viele Grammatikregeln hast du gelernt? Wie viele Stunden hast du still zugehört? Aber wenn es Zeit ist zu sprechen, frieren deine Lippen, deine Zunge zittert, deine Stimme verschwindet, dein Kopf wird leer, nicht weil du dumm bist, nicht weil dein Deutsch schlecht ist, sondern weil dein Mund untrainiert ist. Das ist die Wahrheit, die dir niemand gesagt hat. Du lernst nicht, deinen Mund wie ein deutscher Sprecher zu bewegen. Du liest, schaust, hörst, aber du trainierst deine Sprechmuskeln nicht. Darum ändert sich nichts. Darum bleibst du festgefahren. Darum stirbt dein Selbstvertrauen, wenn du den Mund öffnest. Deutsch ist nicht nur im Kopf, es ist in deinen Lippen, deiner Zunge, deinem Kiefer, deinem Klang. Und bis du das trainierst, wirst du immer fühlen, dass etwas fehlt. Aber heute endet das. Denn dieses Video ist anders. Es ist keine langweilige Grammatiklektion, keine Liste von Sätzen, kein YouTuber, der sagt, wiederhole nach mir. Es ist eine Reise. Wir brechen deine Angst. Wir wecken deinen Mund. Wir bauen echte Sprechflüssigkeit im Deutschen von Null an. Und nein, du musst nicht perfekt sein. Du brauchst keinen Akzent. Du brauchst keine teuren Kurse. Alles, was du brauchst, sind 5 Minuten am Tag, die richtige Methode und den Mut, wie ein Anfänger zu klingen, damit du fließend wirst. Dies ist das Video, das ich mir vor Jahren gewünscht habe. Dies ist die Wahrheit, die dir dein Deutschlehrer nie gesagt hat. Und das ist dein Moment, um aufzuhören, nur Deutsch zu lernen und anzufangen, es wie deine erste Sprache zu sprechen. Also lass uns beginnen. Kapitel 1: Die schockierende Wahrheit. Deine Lippen wissen nicht, wie sie sich wie bei einem deutschen Sprecher bewegen. Lies das noch einmal. Es ist nicht deine Grammatik. Es ist nicht dein Wortschatz. Es ist dein Mund. Du hast dein Gehirn trainiert, aber nicht deinen Mund. Und darum klingst du beim Sprechen langsam, unsicher oder unnatürlich. Denn Deutsch ist eine körperliche Sprache. Es hat Rhythmus, Form, Klang. Es ist nicht nur, was du sagst, sondern wie dein Mund die Wörter macht.
Stell dir vor, du liest 100 Bücher über Liegestütze. Du kennst die Technik, du kannst sie erklären, aber du machst nie eine. Dann versuchst du es. Du fällst zusammen, weil deine Muskeln schwach sind. Genau das passiert beim Sprechen von Deutsch. Du kennst die Wörter, aber dein Mund ist nicht trainiert, schnell und flüssig zu sein. Deine Zunge, deine Lippen, dein Kiefer sind faul. Sie sind an deine Muttersprache gewöhnt. Sie kennen nicht das Tempo, den Druck, den Klang vom Deutschen. Und wenn dein Mund untrainiert ist, hilft dir keine Lektion, kein Buch. Du wirst immer blockiert sein, wenn du sprichst. Darum sagst du, ich verstehe alles, aber ich kann nicht sprechen, denn dir fehlt das eine, von dem niemand redet. Sprechen ist nicht nur Kopf, es ist auch Muskelarbeit. In deiner Muttersprache hast du jeden Laut tausende Male wiederholt. Darum bist du dort schnell und sicher. Aber im Deutschen hast du nie deinen Mund trainiert. Weiche Laute, stille Buchstaben, Verbindungen, Tonhöhen. Du überspringst sie. Du murmelst sie. Du fühlst dich komisch. So wird deine Sprache gebrochen, und das zerstört dein Selbstvertrauen. Aber es gibt gute Nachrichten. Du kannst das ändern. Du kannst deinen Mund trainieren. Du kannst Sprechmuskeln aufbauen, wie im Fitnessstudio. Und das Beste, du brauchst keine Stunden. Du brauchst keine Perfektion. Du musst nicht wie ein Muttersprachler klingen. Du brauchst nur das richtige Üben mit Fokus und Wiederholung. Kapitel 2: Die tägliche 5-Minuten-Übung. Wenn du das machst, was ich dir zeige, nur 5 Minuten am Tag für 30 Tage, dann wird dein Deutsch anders klingen. Nicht nur im Kopf, sondern im Mund, im Gespräch, im Leben. Wir trainieren jetzt deinen Mund wie einen Muskel, nicht wie ein Gedächtnis. 5 Minuten sind nicht wenig. Es geht nicht um Zeit, sondern um die Art zu üben. Dein Ziel ist nicht, sofort fließend zu sein. Dein Ziel ist, kleine Gewohnheiten zu bauen, die deinen Mund umprogrammieren. Du brauchst keine 5 Stunden. Du brauchst 5 Minuten tägliche Wiederholung. Lesen ist Wissen. Sprechen ist Bewegung. Bewegung braucht Muskelgedächtnis. Hier ist der Plan. Schritt 1: Mund aufwärmen 1 Minute. Mach Lippenrollen, strecke deine Zunge, öffne und schließe deinen Kiefer, dehne dein Lächeln. Das löst Spannung und macht dein Deutsch glatter. Schritt 2:
Spiegeltechnik. 1 Minute. Steh vor dem Spiegel. Schau dir in die Augen. Sag einen einfachen Satz wie: Ich lerne Deutsch zu sprechen. Wiederhole ihn 5-mal, jedes Mal etwas schneller. Sieh dich, höre dich. Das baut Klarheit und Sicherheit. Schritt 3. Nachsprechen. 2 Minuten. Höre einen kurzen Satz und sprich ihn sofort nach. Gleiche Tempo, Rhythmus, Ton und Gefühl. Wiederhole, auch mit Fehlern. Das trainiert Reaktion, Rhythmus und Ohr. So lernen Babys. Sie hören, kopieren, wiederholen. Schritt 4. Flüssigkeitsschleife. 1 Minute. Nimm einen Satz wie: Ich werde mein Deutsch verbessern. Sag ihn langsam, normal, schnell. Wiederhole 3 Runden. Mach täglich 3 bis 5 Sätze. So gewöhnt sich dein Mund. Gesamtdauer 5 Minuten. Gesamte Wirkung lebensverändernd. Viele lernen nur Grammatik und Vokabeln, aber trainieren nie den Mund. Darum bleiben sie fest. Aber nicht du. Jetzt hast du ein System. Dein eigenes kleines Deutsch-Fitnessstudio in deinem Zimmer. Du brauchst niemanden. Du brauchst nur deine Stimme, deinen Fokus und 5 Minuten. Wenn dein Mund flüssig wird, folgt dein Deutsch. Kapitel 3. Sprich wie ein Muttersprachler. Viele klingen nicht fließend, obwohl ihre Grammatik perfekt ist. Sie sprechen wie Roboter, ein Wort nach dem anderen abgehackt. Aber Muttersprachler reden in Gruppen, im Fluss, wie Musik. Das nennen wir Klanggruppen, Wortverbindungen, Sprachrhythmus. Wenn du so sprichst, klingst du fließend, auch mit kleinen Fehlern. Viele sagen: Ich gehe in den Markt. Aber ein Muttersprachler sagt: Ich gehe in den Markt. Wörter verbinden sich. Silben verschmelzen. Es klingt wie eine Melodie. So musst du sprechen. Höre auf zu denken, welches Wort sage ich? Fang an zu denken. Wie sage ich es im Fluss? Nimm 3 bis 6 Wörter und sag sie ohne Pause. Beispiel: Was machst du? Viele sagen: Was machst du? Zu langsam. Muttersprachler sagen: Was machste? Schnell, glatt, natürlich. Noch ein Beispiel: Hast du gegessen? Muttersprachler sagen: Hast du gegessen? Klingt wie ein Wort. Auch ich weiß nicht. Muttersprachler sagen: Weiß nicht. Keine perfekte Grammatik, aber perfekte Flüssigkeit. Denn fließend heißt nicht perfekt. Es heißt natürlich und sicher. Dein Akzent ist egal. Du musst nur im Fluss reden. Wenn du abgehackt sprichst, merken es die Leute.
Aber wenn du flüssig klingst, auch mit einem kleinen Akzent, sagen die Leute, wow, dein Deutsch ist wirklich gut. Das ist die Kraft vom Sprachfluss. Jetzt gebe ich dir eine tägliche Übung, die deinen Rhythmus verändert. Schritt 1. Wähle 3 Klanggruppen pro Tag. Nimm 3 einfache Verbindungen, die Leute im Alltag sagen. Beispiele: Ich gehe jetzt. Willst du es sehen? Sag mir Bescheid. Schreibe sie auf Papier. Schritt 2. Sprich sie wie ein Lied. Sag sie nicht wie einzelne Wörter. Sag sie wie eine kleine Melodie. Zum Beispiel: Sag mir Bescheid, sag mir Bescheid, sag mir Bescheid. Wiederhole es 10-mal wie ein Rap. Warum? Rhythmus schafft Erinnerung. Dein Mund gewöhnt sich an den Fluss. Bald wird es Gewohnheit. Schritt 3. Baue eigene Sätze mit der Gruppe. Beispiel: Ich gehe jetzt. Dein Satz: Ich gehe jetzt, bis später. Sag den Satz als eine Einheit. Wiederhole ihn 5-mal. Dann nimm die nächste Gruppe. Schritt 4. Nimm deine Stimme täglich auf. Das ist Pflicht. Benutze dein Handy. Sprich 3 Gruppen, baue 3 kurze Sätze, nimm sie auf. Hör sie dir an. Du bemerkst Tempo, Natürlichkeit, Sicherheit. Am ersten Tag klingt es komisch. Am 3. Tag merkst du den Unterschied. Am 7. Tag bist du ein neuer Sprecher. Schritt 5. Übe mit Musik. Mach leise Musik an. Sprich deine Gruppen im Takt. Das trainiert Atem, Rhythmus und Fluss. Deutsch ist keine Sprache der Stille. Es ist eine Sprache mit Klangfluss. Also lass deine Stimme fließen wie Musik. Hier sind 5 geheime Sätze, die fließende Sprecher nutzen. Was denkst du? Lass mich dir helfen. Gib mir 1 Minute. Ich muss los. Ich will es machen. Übe diese Sätze jeden Tag. Fühle die Musik. Wiederhole sie, bis sie fließen. Versuche nicht, jemand anderes zu klingen. Fälsche keinen Akzent. Erzwinge nichts. Fühle nur den Fluss. Mische die Laute. Mache sie zu deiner Stimme. Dein Ziel ist nicht perfekt zu klingen. Dein Ziel ist klar, flüssig und sicher zu klingen. Du bist nicht hier, um nur Wörter zu lernen. Du bist hier, um eine Stimme zu formen, die fließt, sich bewegt und Kraft hat. Klanggruppen sind der Herzschlag von flüssigem Sprechen. Wenn du sie meisterst, klingst du nie wieder wie ein Roboter. Echte Flüssigkeit kommt nicht von großen Wörtern.
Sie kommt von kleinen Wörtern, die im Rhythmus gesprochen sind. Also wähle jeden Tag 3 Gruppen. Singe sie wie ein Lied. Baue sie in Sätze. Nimm dich auf. Spüre die Veränderung. Kapitel 4. Trainiere dein Gehirn und deinen Mund zusammen. Hier ist eine einfache, aber schmerzliche Wahrheit. Die meisten Deutschlerner trainieren nur eine Seite, den Mund. Sie versuchen auszusprechen, sie wiederholen, sie wollen flüssig klingen, aber im Kopf ist Lärm, Angst, Zweifel. Darum frieren sie ein, wenn sie sprechen sollen. Dein Mund kann nicht sagen, was dein Gehirn nicht glaubt. Du kannst 1000 Sätze auswendig lernen. Du kannst stundenlang Phrasen wiederholen. Aber wenn dein Kopf denkt, was ist, wenn ich dumm klinge? Was ist, wenn ich es falsch sage? Was ist, wenn sie lachen? Dann bricht deine Stimme. Deine Flüssigkeit stirbt, bevor sie beginnt. Darum zeige ich dir hier, wie du dein Gehirn und deinen Mund zusammen trainierst. So wird dein Sprechen natürlich, sicher und ohne Angst. Denk an dein Gehirn wie an den Piloten und deinen Mund wie an das Flugzeug. Wenn der Pilot nervös ist, fliegt das Flugzeug nicht ruhig. Genau das passiert, wenn du nur deinen Mund trainierst, aber nicht deinen Kopf. Wie lösen wir das? Wir gehen Schritt für Schritt. Wir programmieren Gedanken, Gefühle, Gedächtnis und Vertrauen neu. Schritt 1. Sprich mit Gefühl, nicht nur mit Genauigkeit. Viele machen den Fehler, dass sie nur an Richtigkeit denken. Sie fragen, ist meine Grammatik richtig? Habe ich die richtige Zeitform? Aber Menschen erinnern sich nicht an deine Grammatik. Sie erinnern sich an deine Energie, an deine Stimme, an dein Gefühl. Deutsch ist keine Maschinensprache. Es ist kein Code. Es ist ein lebendiger Klang mit Gefühl. Darum musst du dein Gehirn trainieren, den Satz zu fühlen, nicht nur zu sagen. Anstatt zu sagen, ich freue mich hier zu sein wie ein Roboter aus dem Lehrbuch. Sag es mit Gefühl. Ich freue mich hier zu sein. Lächle, fühle es, mach es zu deinem Satz. Trainiere dein Gehirn, den Sinn zu fühlen, nicht nur die Wörter. Sag das laut jetzt. Deutsch sind nicht nur Wörter. Deutsch ist Gefühl im Klang. Schritt 2. Sprich wie ein Schauspieler, nicht wie ein Schüler.
Das ist eine der stärksten Techniken für schnelle Fortschritte. Übe nicht wie ein Schüler. Übe wie ein Schauspieler für eine Filmrolle. Nimm einen kurzen Satz. Ich bin in 5 Minuten da. Ich kann das nicht glauben. Es wird ein guter Tag. Sag ihn mit 3 Gefühlen: Freude, Ärger, Nervosität. Hör, wie deine Stimme sich verändert. Sieh, wie dein Körper sich bewegt. Spür, wie dein Selbstvertrauen wächst. Warum? Wenn du spielst, vergisst dein Gehirn die Angst. Du denkst nicht mehr an Fehler. Du hörst auf, deine Stimme zu bewerten. Du wirst der Satz. Du fühlst Energie. Du fühlst dich lebendig beim Sprechen. Das ist echte Flüssigkeit. Gefühl, nicht Angst. Sei nicht länger der schüchterne Schüler. Sei der Sprecher mit Ausdruck. Schritt 3: Baue Abkürzungen im Kopf. Automatische Flüssigkeit. Dein Gehirn liebt Abkürzungen. Es will nicht immer übersetzen. Aber das machen viele Lerner. Sie denken in ihrer Sprache, übersetzen in Deutsch, wollen sprechen, bekommen Panik und vergessen alles. Das ist der langsamste Weg. Stattdessen trainieren wir automatische Reaktionen. Wie? Mit dem Das heißt System. Verbinde deutsche Klänge sofort mit Bildern oder Gefühlen, nicht mit deiner Muttersprache. Beispiel: Lass uns bald treffen. Dein Gehirn versteht sofort freundliche Einladung, keine Übersetzung. Beispiel: Ich habe großen Hunger. Dein Gehirn versteht sofort Zeit für Essen. So wird Deutsch natürlich, schnell, ohne extra Denken. Übe das mit Karteikarten, Notizzetteln, Videoszenen. Schreib die echte Bedeutung neben den Satz. Du lernst nicht Vokabeln. Du baust Auslöser für Flüssigkeit. Schritt 4: Kombiniere Gefühl, Stimme und Bewegung. Willst du die Verbindung zwischen Kopf und Mund stark machen? Nutze deinen ganzen Körper. Steh auf, bewege deine Hände, wechsel deine Haltung. Schau in den Spiegel, sprich mit Gefühl. Lass deine Arme den Satz zeigen. Warum? Wenn du den Körper bewegst, merkt es dein Gehirn besser. Deine Stimme wird lauter. Deine Sprache wird klarer. Dein Vertrauen wird stärker. Du trainierst nicht nur Sprechen. Du trainierst präsent zu sein. Schritt 5: Tägliche Übung. 5 Minuten. Mach jeden Tag Folgendes: 1 Minute
Sag 3 Sätze mit starkem Gefühl. 1 Minute. Spiele sie wie Szenen. 1 Minute. Wiederhole sie beim Gehen mit Bewegung. 1 Minute. Spiegelübung mit Kraft. 1 Minute. Aufnahme und Anhören. Achte auf Energie. Das ist kein Grammatiktraining. Das ist echtes Training für Kopf und Mund. Wenn du nicht beides trainierst, fühlst du dich wie ein Schauspieler mit Maske. Aber wenn du Gefühl, Rhythmus, Stimme, Gedanken und Präsenz verbindest, dann sprichst du nicht nur Deutsch. Du wirst Sprecher von Deutsch. Das ist ein Unterschied. Und die Welt merkt es. Es geht nicht nur um Wörter. Es geht um Identität. Es geht darum, deine Stimme zu besitzen. Es geht darum, stolz zu sprechen, auch mit Fehlern. Denn echte Flüssigkeit ist Freiheit, also trainiere nicht nur deinen Mund, trainiere deine Einstellung, trainiere Mut, trainiere Energie, trainiere deine Gefühle im Deutschen. Sag es mit mir. Ich spreche mit Gefühl. Ich spreche mit Wahrheit. Ich spreche mit Kraft. Denn Deutsch ist kein Schulfach. Es ist meine neue Stimme. Kapitel 5. Wiederhole, 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 aber klug. Wenn du falsch wiederholst, bleibst du fest. Wenn du richtig wiederholst, wirst du fließend für dein Leben. Wiederholung ist keine Papageienarbeit. Echte Wiederholung ist Strategie. Sie ist Geheimwaffe von guten Sprechern, Schauspielern, Führern und fließenden Lernern. Ich gebe dir das ganze System, um richtig zu wiederholen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, es verändert dein Sprechen. Was machen viele? Sie nehmen einen Satz wie Ich gehe zum Markt. Dann wiederholen sie Ich gehe zum Markt. Ich gehe zum Markt. Flach, ohne Energie, ohne Fortschritt. Was passiert? Der Mund wird müde, der Kopf langweilt sich, das Vertrauen sinkt. Ihr Deutsch wird nicht besser. Wiederholung geht nicht um Menge, sondern Qualität. Warum wiederholen wir? Nicht um auswendig zu lernen. Wir wiederholen, um Muskelgedächtnis im Mund zu bauen, Reaktionsgeschwindigkeit zu üben, Klang zu trainieren, Gefühl und Fluss zu stärken, Sicherheit unter Druck zu schaffen. Wiederholung heißt nicht, denselben Satz gleich zu sagen, sondern besser jedes Mal. Hier ist das 5-Stufen-System. Stufe 1. Langsame Wiederholung. Nimm einen Satz. Zum Beispiel: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag ihn sehr langsam. Achte auf jeden Laut.
Wiederhole 3-mal. So trainierst du die Bewegungen der Zunge und Lippen. Stufe 2. Flusswiederholung. Sag den Satz im normalen Rhythmus, glatt verbunden. Wiederhole 5-mal. Das trainiert dein echtes Sprechtempo. Stufe 3. Gefühlwiederholung. Sag denselben Satz mit 3 Gefühlen. Traurig, wütend, verwirrt. Wiederhole je 3-mal. So trainierst du dein Gehirn, nicht nur den Mund. Stufe 4. Druckwiederholung. Sag den Satz schnell, aber kontrolliert. Fordere dich heraus. Trainiere Reaktionszeit. So lernst du zu sprechen, ohne zu denken, wie ein fließender Sprecher. Stufe 5. Reale Nutzung. Nimm denselben Satz und nutze ihn in 3 Situationen. Zum Beispiel Vorstellungsgespräch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber danke für die Chance. Romantisch. Du bist so nett, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Peinlich. Das war komisch, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So wird der Satz Teil deiner echten Stimme. Übung dauert 5 Minuten. 1 Minute Stufe 1, 1 Minute Stufe 2, 1 Minute Stufe 3, 1 Minute Stufe 4, 1 Minute Stufe 5. Nur ein Satz pro Tag, aber in 5 Weisen. So baust du Schichten von Flüssigkeit, Gedächtnis, Bewegung, Reaktion, Gefühl, Sicherheit. Du sagst den Satz nicht nur, du lebst ihn. So wird echte Flüssigkeit gebaut. Nimm Sätze, die Kraft haben. Beispiele: Ich bin stolz, wie weit ich gekommen bin. Das ist erst der Anfang. Ich werde fließend sprechen, egal was kommt. Es ist okay, Fehler zu machen. Es ist nicht okay, still zu bleiben. Deutsch ist nicht meine Schwäche. Es ist meine Zukunft. Wiederhole diese Sätze. Denn wenn die Wörter Kraft haben, hat auch deine Stimme Kraft. Falsche Wiederholung ist flach, ohne Gefühl, baut Robotersprache. Zu schnell wiederholen baut Spannung, keine Flüssigkeit. Ohne echte Nutzung kein Fortschritt. Ohne Aufnahme kein Feedback. Nur einmal machen, keine Meisterschaft. Wiederholung ist die Brücke zwischen Schweigen und Flüssigkeit. Jeder fließende Sprecher hat Sätze hunderte Male wiederholt. Unter der Dusche, im Spiegel, im Bus, im Schlaf. Du hast es nicht gesehen, weil Wiederholung unsichtbar ist. Aber die Ergebnisse sind klar. Sag es mit mir. Ich wiederhole nicht, um zu erinnern. Ich wiederhole,
um zu werden. So trainierst du deinen Mund. So trainierst du deinen Kopf. So wirst du fließend, nicht irgendwann, sondern heute. Kapitel 6 Die letzte Wahrheit. Wenn du nicht trainierst, bleibst du still. Hör auf, das Grammatikbuch zu öffnen. Mach die Untertitel aus. Vergiss den Akzent. Höre zu. Es geht nicht darum, mehr zu lernen. Es geht darum, endlich zu tun, was du weißt. Du bist nicht schlecht in Deutsch. Du übst nur nicht richtig und regelmäßig. Du brauchst kein neues Video. Du brauchst keine neue Regel. Du brauchst Wiederholung, Rhythmus, echtes Training. Ohne das bleibst du fest, still, jahrelang. Millionen Menschen verstehen Deutsch perfekt, schauen jeden Tag Videos, wissen mehr Grammatik als Muttersprachler, aber können nicht sprechen. Sie stellen sich nicht vor, sie zeigen keine Gefühle, sie teilen keine Ideen. Warum? Weil sie nur konsumieren, aber nicht üben. Sie lernen passiv, sie trainieren nicht aktiv. Ergebnis: Schweigen für immer. Du gehst zum Vorstellungsgespräch und sagst nichts. Du triffst Fremde und lächelst still. Du willst dein Herz zeigen, aber dein Mund friert. Alles nur, weil du deinen Mund nicht trainiert hast. Das tut weh, denn du bist klug, motiviert, du willst sprechen, aber deine Gewohnheiten passen nicht zu deinen Träumen. Es gibt 2 Arten von Lernern. Erstens der Passive. Er schaut 3 Stunden YouTube, macht Notizen, kauft Bücher, übt 0. Zweitens der Aktive. Er schaut 10 Minuten, wählt einen Satz, wiederholt ihn auf 5 Weisen, steht vor dem Spiegel, trainiert Stimme, Mund, Rhythmus jeden Tag. Einer sammelt, der andere verwandelt. Einer will Infos, der andere Flüssigkeit. Wer bist du? Du weißt alles, was du brauchst. Du weißt, du musst laut wiederholen. Täglich üben, deinen Mund trainieren, mit Gefühl sprechen. Muttersprachler nachahmen. Spiegel nutzen. Dich aufnehmen. Aus der Komfortzone gehen. Aber du tust es nicht. Warum? Du wartest auf Erlaubnis. Du hast Angst, falsch zu klingen. Du hast Angst, dass jemand lacht. Diese Angst kostet dich deine Zukunft. Wie viele Chancen hast du verloren, weil du nicht gesprochen hast? Den Job, den du nicht bekamst. Den Freund, den du nicht fandst. Den Traum, den du nicht verfolgt hast. Alles, weil du nicht trainiert hast. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern,
aber die nächsten 30 Tage. Du kannst heute deinen ersten Satz sprechen, morgen deinen Mund trainieren, diese Woche ein Video nachsprechen, Schritt für Schritt bauen. Am Ende des Monats spürst du deine Stimme. Du spürst weniger Angst. Du spürst mehr Mut. Alles, weil du geübt hast. Auch wenn es schwer war. Auch wenn niemand zusah. Auch wenn es komisch war. Auch wenn du aufgeben wolltest. Du bist geblieben, du hast gesprochen, du hast nicht aufgegeben. So entsteht Flüssigkeit. Flüssigkeit ist kein Moment, kein Ziel, keine Zahl. Sie ist eine Entscheidung. Ich trainiere meinen Mund jeden Tag, egal wie ich mich fühle. Das ist das Geheimnis, nicht Motivation, nicht Talent, nur Training. Flüssigkeit wird gebaut im Spiegel, im Wohnzimmer, spät in der Nacht, früh am Morgen, in stillen Räumen, in unsichtbarer Übung. Aber eines Tages hören dich die Leute und sagen, »Wow, du sprichst so gut, so fließend.« Sie wissen nicht die Wahrheit. Sie sehen nicht die 5 Minuten, die Wiederholungen, die Spiegelübungen, die Aufnahmen. Nur du weißt, dass du es verdient hast. Nur du weißt, dass du es gebaut hast. Wenn du nicht trainierst, bleibst du still. Das ist keine Drohung. Das ist Fakt. Du hast schon genug Zeit verloren. Jetzt ist Zeit zu trainieren. Jetzt ist Zeit zu sprechen. Jetzt ist Zeit, du in Deutsch zu sein. Sag es laut. Ich werde nicht mehr still sein. Ich werde nicht mehr warten. Ich werde keine Angst vor Fehlern haben. Ich trainiere meinen Mund jeden Tag. Ich spreche Deutsch, egal was kommt. Denn diese Stimme ist meine. Diese Sprache ist meine. Dieser Traum ist meiner. Jetzt nehme ich ihn. Du hast die Methoden gesehen. Du kennst das System. Aber jetzt geht es nicht um das Video. Es geht um dich. Du hast 2 Möglichkeiten. Du kannst schließen und weitermachen wie früher. Oder du kannst in den Spiegel sehen, aufstehen und sagen, ich werde Deutsch mit Kraft sprechen. Ich trainiere Mund, Kopf und Stimme jeden Tag. Ich habe keine Angst mehr. Ich bin kein Anfänger mehr. Ich werde fließend, nicht durch Zuschauen, sondern durch Sprechen. So beginnt Veränderung. Nicht irgendwann. Jetzt. Dein Mund ist bereit, deine Stimme wartet, deine Geschichte beginnt erst. Lass keine Angst deine Stimme stehlen. Du musst nicht perfekt sein. Du musst echt, regelmäßig, mutig, laut sein.
Das ist jetzt deine Sprache. Das ist jetzt deine Stimme. Das ist jetzt deine Zeit. Schreib unten: Ich trainiere meinen Mund jeden Tag, egal was kommt. Sag es, meine es, lebe es. Die fließenden Sprecher sind nicht die Klügsten. Sie sind die, die nicht schweigen. Also schweige nicht mehr. Deine Flüssigkeit beginnt, wenn deine Angst endet.